In diesem Video geht es um das Elias-Objekt Datensammlung. Im Grunde ist es eine Datenbank, die eine Strukturierung von Daten erlaubt. Benutzt kann die Datensammlung, um beispielsweise eine Tabelle zur Aufgabenverteilung oder eine Liste von relevanten Informationen zu erstellen. In diesem Beispiel wird eine Sammlung vorgestellt, die die Studiengänge der Universität Stuttgart für Studieninteressierte vorstellt. Sie besteht aus 2 Tabellen: Studiengänge und Fakultäten. Die Tabelle Studiengänge zeigt, wie bereits der Name sagt, die wichtigsten Eckdaten der einzelnen Studiengänge der Universität. Zum Beispiel der Studiengang Data Science. Es ist ein Bachelorstudiengang mit einer Regelstudienzeit von 6 Semestern und die Bewerbungsfrist zum nächsten Wintersemester ist der 15. Juli. Außerdem gehört zu jedem Studiengang auch eine Fakultät, zum Beispiel Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik für den Studiengang Data Science. Die einzelnen Fakultäten stammen aus der anderen Tabelle Fakultäten. Hier sind die einzelnen Fakultäten der Universität Stuttgart mit ihren Dekanen aufgelistet. Die beiden Tabellen Fakultäten und Studiengänge sind nun so miteinander verknüpft, dass die Tabelle Studiengänge im Feld Fakultät nur die Einträge enthalten kann, die auch in der Tabelle Fakultäten enthalten sind. Außerdem können Studierende der Universität Stuttgart die Studiengänge einzeln bewerten und ihre eigenen Erfahrungen in den Kommentaren teilen. Hier kann man die einzelnen Kommentare ansehen und noch weitere hinterlassen. Die Studiengänge sind, wie man sieht, verlinkt, und zwar auf eine Einzeleinsicht des Eintrags. Hier wird zusätzlich noch weitere Informationen zum Studiengang gegeben. Diese Einzelansicht ist für jede Tabelle individuell zu gestalten. Mit einem Klick auf die Feldnamen kann man die Tabelle beliebig sortieren, zum Beispiel alphabetisch nach den Studiengängen. Außerdem ist es möglich, die Ergebnisse zu filtern. Das ist vor allem dann nützlich, wenn die Tabelle viele Zeilen hat und unübersichtlich ist. Dazu klickt man auf Filter anzeigen, so wird der Filter eingeblendet und man kann die Ergebnisse nach ausgewählten Kriterien filtern. Zum Beispiel nur die Studiengänge anzeigen, dessen Bewerbungsfrist zwischen August und September liegt. Die Felder, nach denen man filtern kann, sind in den Einstellungen individuell anpassbar. Möchte man eine neue Zeile hinzufügen, klickt man auf Eintrag hinzufügen. Es öffnet sich ein neues Fenster, wo man die einzelnen verschiedenen Felder ausfüllen kann. Die Einträge der einzelnen Felder müssen dem zuvor definierten Wertebereich entsprechen. Hier soll der Name des Studiengangs, eine Zeichenkette, eingegeben werden, zum Beispiel Informatik. Im Dropdown-Menü wählt man den entsprechenden Abschluss aus. Als nächstes kommt die Regelstudienzeit. Es soll eine ganze Zahl sein und höchstens 9 Ziffern beinhalten. Die Bewerbungsfrist ist ein Datum. Dann wählt man hier die Fakultät aus. Diese ist, wie bereits erwähnt, eine Referenz zum entsprechenden Eintrag der Tabelle Fakultäten. Schließlich kann man hier eine kurze Beschreibung des Studiengangs eintragen. Diese wird dann in der Einzelansicht sichtbar. Allgemein ist es auch für jedes andere Feld einstellbar, wo und wie es angezeigt wird. Dann klickt man auf Speichern und der Eintrag wird in die Tabelle entsprechend eingefügt. Um auf die einzelnen zuvor erwähnten Einstellungen der Tabelle zuzugreifen, geht man in den Reiter Tabellen. Hier befinden sich alle Tabellen der Datensammlung. In diesem Beispiel gibt es 2 Tabellen, eine mit der Auflistung der Studiengänge und eine andere mit den Fakultäten der Universität. Für jede Tabelle kann man entscheiden, ob sie sichtbar ist und ob Kommentare erlaubt sind. Um eine einzelne Tabelle zu bearbeiten, klickt man auf Aktion und wählt die gewünschte Option aus. Oder man klickt auf den Namen der Tabelle. Damit gelangt man in den Bearbeitungsbereich der Tabelle. Im Reiter Felder findet man eine Übersicht über alle Felder der Tabelle mit ihren Eigenschaften. So sehen sie für das gezeigte Beispiel aus. Die benutzerdefinierten Felder kann man einzeln bearbeiten und löschen. Es gibt aber auch eine Menge vordefinierter Felder, die standardmäßig immer dabei sind und nicht veränderbar sind. Um innerhalb einer Tabelle ein neues Feld hinzuzufügen, klickt man auf Feld hinzufügen. Es öffnet sich ein neues Fenster, wo man den Titel, eventuell eine Beschreibung und den Datentyp des neuen Feldes festlegen kann. Achtung, der Datentyp ist nicht mehr änderbar, sobald ein Eintrag in die Tabelle hinzugefügt wird. Wie man sieht, gibt es eine große Auswahl an Datentypen. Der einfachste und tendenziell auch der häufigste ist die herkömmliche Texteingabe. Bei Bedarf kann man diesen Datentyp auch weiter spezifizieren, zum Beispiel die Länge beschränken
oder angeben, dass es sich um eine E-Mail oder eine URL handelt. Beim Datentyp Auswahlmenü Text gibt man alle Optionen an, aus denen man dann auswählen kann. Im Beispiel waren das die Abschlüsse Bachelor of Science, Bachelor of Arts und so weiter. Dann legt man den Typ fest. Es gibt aber auch komplexere Datentypen, wie zum Beispiel die Referenz. Diese erlaubt die zuvor erwähnte Verknüpfung von mehreren Tabellen. Dazu wählt man die Tabelle und das Feld, auf das verwiesen werden soll. Schließlich entscheidet man, ob es gleiche Einträge für das Feld geben darf oder nicht und klickt auf Feld hinzufügen. Im Reiter Ansichten kann man nun einstellen, welche Felder wo sichtbar sind. In den meisten Fällen wählt man die Standardansicht aus und passt sie an seine Bedürfnisse an. Die wesentlichen Einstellungen sind hier die Übersicht und die bereits erwähnte Einzelansicht. In der Übersicht kann man einerseits einstellen, welche Felder sichtbar sind. So ist zum Beispiel das Feld Beschreibung in der Tabelle nicht sichtbar. Außerdem kann man hier auch entscheiden, welche Felder im Filter vorhanden sind. Wie bereits vorgestellt sind es in diesem Beispiel der Abschluss, die Regelstudienzeit und die Bewerbungsfrist. In der Einzelansicht soll die Vorlage der Ansicht eines einzelnen Eintrags mit Hilfe von Platzhaltern individuell gestaltet werden. Information zu den einzelnen Platzhaltern wird oben angezeigt. Hier wird, wie man sieht, der Studiengang mit dem Abschluss in Klammern, dann die Beschreibung und schließlich die Bewerbungsfrist angezeigt. Mit diesen Einstellungen bekommt man schließlich eine Datensammlung wie im Beispiel vorgestellt.